Guten Morgen, liebe Scooterfreunde, willkommen zum heutigen Video. Ja, der Winter nähert sich mit großen Schritten. Heute ist nochmal schön sonniges Wetter, deshalb nutze ich die Gelegenheit und werde meine Vespa heute mal winterfest machen. Ich habe da 2, 3 Produkte, die ich benutze und ich werde euch mal zeigen, wie ich das mache und was ich dafür nehme. Bevor ich mit der Konservierung anfange, muss die Vespa natürlich erstmal gewaschen sein. Das habe ich jetzt schon gemacht. Die ist gewaschen, getrocknet, soweit also alles schön staub- und schmutzbefreit. Und jetzt fange ich an mit der Konservierung. Ich nutze jetzt für die Lackkonservierung eine Keramikversiegelung. Dann nehme ich die von Sonax. Mit der bin ich ganz zufrieden. Die habe ich schon ein paar Mal benutzt. So sieht das Ganze aus. Das ist die Flasche. Ich packe euch den Link dazu gerne unten in die Videobeschreibung mit rein. Und Anwendung ist an sich relativ einfach. Also kurz schütteln das Ganze vor der Anwendung, damit, falls sich unten was abgesetzt hat, sich das löst. Und dann wird die Keramikversiegelung mit einem weichen Mikrofasertuch einfach aufgetragen. Dazu einfach hier die Sprayflasche öffnen. Dann sollte man das immer auf ein Tuch auftragen. Ich spraye also einfach hier so eine Schicht drauf. Und dann trage ich die in kleinen Bereichen. Ich mache mal die Sitzbank auf dafür am besten, dann kommt man da auch überall ran. So, und dann wird das einfach in eine Richtung auf kleine Bereiche aufgetragen. Kann man ab und zu noch mal nachsprühen. Riecht auch sehr gut, hat so ein bisschen so einen zimtigen Geruch. Danach, nach dem Aufsprühen, nehme ich gleich ein zweites trockenes Mikrofasertuch und dann wische ich das Ganze noch mal nach, sodass die Keramikreste von der Versiegelung gleich abgetragen werden. Also immer nur schöne kleine Flächen nehmen. Und jetzt sieht man, glaube ich, auch schon ganz gut. Jetzt ist hier ein wunderschöner Glanz, eine Tiefe, die entstanden ist im Lack. Wenn ich rübergehe, ist auch ganz weich der Lack jetzt. Sieht super aus, leicht aufzutragen. Lässt sich also gut verarbeiten und dann haben wir den ersten Bereich schon weiter. Und so mache ich dann überall weiter. Aufsprühen auf einen Lappen, also nicht direkt auf den Lack aufsprühen, sondern mit einem Mikrofasertuch auftragen. Dann gehe ich in die Bereiche, wo ich jetzt eben noch nicht war. Gerade hier im Unterbereich. Immer sehr wichtig. Trittbrett. So, und dann nehme ich das zweite, das trockene Tuch. Und wische damit gleich dann nochmal nach. Wunderschön glatt, wunderschön weich alles, super. Auch hier Handschuhfach, die Seiten natürlich, genauso wie der innere Bereich. Einmal auftragen und danach mit dem sauberen Mikrofasertuch trocken nachwischen. Sollte das irgendwann dann mal ein bisschen feucht sein, dann einfach ein frisches nehmen, dass da wirklich immer mit einem trockenen Tuch sauber nachgearbeitet wird. Dann geht es jetzt vorne ans Beinschild. Auch solche Kanten hier unten nicht vergessen, ne, unterm Lenker. Auch da noch mal rübergehen und dann hier in einer Richtung. Die Versiegelung schön auftragen und dann wieder mit dem trockenen Tuch nacharbeiten, kurz nachwischen. Jetzt sieht man schon, entsteht auch ein schöner Glanz. Kriegt der Lack noch ein bisschen mehr Tiefe. Schutzblech vorne natürlich auch nicht vergessen und dann gleich wieder mit dem trockenen Tuch nacharbeiten. Ganz sanft drüber wischen, man will es ja nicht runterholen, es soll halt nur so ein bisschen das überflüssige Material, die Versiegelung runtergenommen werden.
Da die Felgen bei mir lackiert sind, darf ich die natürlich auch nicht vergessen. Auch hier auf die lackierten Flächen einmal die Versiegelung auftragen und wieder mit dem trockenen Mikrofasertuch nacharbeiten. Und dann haben wir auch auf den Felgen wieder einen schönen Glanz drauf. Ja, sowas ist immer sehr beruhigend. Ist was, wenn man mal ein ruhiges, entspanntes Wochenende hat, wo man sich um sowas kümmern kann. Aber hilft natürlich ungemein, weil schützt den Lack dann im Winter. Gut, meine Vespa steht eh in der Garage, also ist jetzt nicht so schlimm, da ist eine Haube drüber. Aber so eine Versiegelung hilft natürlich, dass der Lack dann im nächsten Frühjahr auch wieder tipptopp aussieht. Und ihr habt gleich eine Schutzschicht drauf, da perlt dann auch das Wasser ab. Auch Trittbrett an der Seite nicht vergessen. Gerade da ist es gut, wenn man da so eine schöne Schutzschicht drauf hat, weil das Trittbrett kriegt ja nun doch dann am meisten ab immer. Schmutz von den Schuhen, Dreck lagert sich da leichter ab. Von daher nehme ich da mal ein klein wenig mehr. Dann ist da eine schöne Schicht drauf. Und dann einfach nachwischen das Ganze. Ja, das ist immer so das Erste, was ich mache, wenn ich die Vespa winterfest mache, also eine schöne Lackkonservierung. Und da finde ich diese Keramikversiegelung von Sonax ein super Produkt, nutze ich ganz gerne, lässt sich leicht auftragen, leicht bearbeiten. Ihr könnt natürlich auch jedes Wachs nehmen, also ein schönes Wachs rauf, ist vielleicht ein bisschen mehr Arbeit dann mit dem Nachpolieren, aber gibt halt auch eine schöne Schutzschicht dann auf dem Lack. Das wäre also das, was ich empfehlen würde, macht irgendeine Schutzschicht über den Lack rüber, entweder ein schönes Wachs rauf oder halt so eine Keramikversiegelung. Dann ist der Lack auf jeden Fall bis zum Frühjahr schön geschützt. Das Zweite, was jetzt noch kommt, ist natürlich, dass alle Teile, die Korrosion unterliegen, wie zum Beispiel die ganzen Chromteile, auch der Unterboden so ein bisschen, bestimmte Bereiche vom Motor auch geschützt werden müssen. Und da nehme ich immer das hier, das ist ein Korrosionsschutz von Dr. Wack, speziell für Motorräder. Das wird auf die Bereiche, die es schützen soll, einfach raufgesprüht. Man kann es auch im Sommer oder im Frühjahr machen, damit die Teile geschützt sind, sollte dann aber so ein bisschen nachwischen und nacharbeiten, dass nicht alles drauf bleibt. Im Winter kann man das drauf lassen, wird dann im Sommer oder im Frühjahr, wenn man wieder fährt, einfach runtergewaschen und dann ist es wieder weg. Aber das schützt auf jeden Fall alles, gerade so Chromteile, vor Korrosion. Und da sollte man darauf achten, dann sieht so ein Gepäckträger ganz schnell mal ein bisschen verrostet aus. Das trage ich also jetzt auch noch überall auf. Ja, und so sieht das Ganze aus. Dr. Wack S100 Korrosionsschutz und auch hier vorm Anwenden natürlich immer noch mal schütteln. So, den solltet ihr jetzt natürlich auch nicht hier einfach direkt rüber sprühen, weil dann habt ihr das ganze Zeug auf dem Lack drauf. Das mache ich auch wieder so, ich sprühe das in bestimmten Bereichen einfach wieder auf ein Mikrofasertuch rauf, vom Fahrzeug weg natürlich. Und dann kann ich das wunderbar hier mit dem Mikrofasertuch auf den Chromteilen aufbringen. Ruhig eine schöne Schicht darauf, damit da wirklich so ein Schutzfilm drauf ist. Kriegt auch gleich wieder ein bisschen Glanz. Auch dieser kleine Chrombügel hier vorne am Fender kriegt natürlich ein bisschen von dem Korrosionsschutz ab. Und dann sind die bis zum nächsten Frühjahr schön geschützt. Man kann auch ein bisschen hier außen auf die Aluminiumbereiche der Felgen auftragen. Das polierte Aluminium, dann ist da auch noch ein Schutzfilm drauf. Wo ihr das auf keinen Fall auftragen dürft, weil das kann gefährlich werden, nicht auf die Bremsen sprühen. Auf keinen Fall auf die Reifen sprühen. Also alles, was bewegliche Teile sind, Reifen, Bremsen, darf das nicht rauf. Das ist natürlich ein bisschen ölhaltig. Also von daher nicht auf Bremsen, nicht auf Reifen. Alles andere, Chrom und sowas, könnt ihr damit machen. Lack sollte man auch nicht unbedingt machen. Dafür lieber Wachs oder ein anderes Versiegelungsmittel nehmen. Das wirklich nur für Metallteile, die nicht korrodieren dürfen. Ich nehme es auch für Motorteile, das zeige ich euch auch noch gleich. Und für ein bisschen für den Unterboden, weil dann kann das auch gleich geschützt werden vor Feuchtigkeit. Auf Teile des Antriebsgehäuses mache ich auch immer ein bisschen rauf. Aber da auch, wie gesagt, nur auf den Lappen, sonst würde ich hier natürlich die ganze Bremse hinten voll sprühen. Und dann einfach hier auf die freiliegenden Teile ein bisschen auftragen.
Und dann ist auch das alles ein bisschen geschützt. So, das reicht schon. Einmal die Felge noch hinten. Dann natürlich so Sachen wie Hauptständer und Seitenständer. Ich fange mal mit dem Seitenständer an hier vorne. Den sprühe ich meistens auch einfach so ein bisschen ein. Dünne Schicht. Hier sind ja auch bewegliche Teile. Hinten ist eine Feder. Da kann ruhig ein bisschen was von diesem Korrosionsschutz rauf. So, das reicht schon. Dasselbe mache ich hier auch am Hauptständer ein bisschen. So, und dann könnt ihr natürlich auch unten hier im unteren Bereich des Motors ein bisschen aufsprühen. Da kommt ja auch manchmal, wenn ihr im Winter fahrt, Salz viel ran. Ja, die Stoßdämpfer vorne, die sind lackiert. Da wird jetzt nicht viel passieren, aber trotz alledem kann eine kleine Schutzschicht nie schaden. Man sieht, es gibt auch gleich einen schönen Glanz noch auf die Oberfläche rauf. Und auch hier bitte wieder aufpassen. Nicht auf die Bremsscheibe rauf und nicht in die Bremsklötze rein. Ich wische die Oberfläche hier von der Bremse einfach noch mal ein bisschen nach. Die Kabel, Kunststoffkabel, ist auch immer ganz gut, wenn man die ein bisschen pflegt. Jetzt fehlt natürlich noch der hintere Gepäckträger. Auch hier noch mal dünn überall aufs Chrom auftragen. Und wie gesagt, ich wische da jetzt nicht viel nach, sondern ich lasse da wirklich eine Schicht drauf. Soll ja auch ein Schutz vorhanden sein. So, als letztes nehme ich jetzt noch ein bisschen Mehrzweckfett. Denn wir haben ja überall hier Federn drin, am Gepäckträger vorne, am Gepäckträger hinten. Die Federn, die mache ich ein bisschen mit Mehrzweckfett. Die kriegen einfach noch eine extra Schicht drauf. Auch nicht extrem viel, nur so einen kleine Fingerspitze und dann ein bisschen auf die Federn reiben. Weil die rosten ganz gerne mal ein bisschen schneller. Dasselbe natürlich auch hier vorne. Hier einfach ein bisschen Fett in die Federn rein. Und dann rostet da auch nichts. Ja, da konnte ich das sonnige Wetter heute gleich nochmal nutzen. Habe meine Vespa jetzt winterfertig gemacht. Das, wie gesagt, meine Art und Weise. Vielleicht macht ihr es anders. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich mache halt, wie gesagt, eine Keramik-Lackversiegelung rauf. Dann halt eine Konservierung der ganzen Chromteile. Federn, alles was beweglich ist, wird nochmal mit der Konservierung eingesprüht. Ein bisschen Fett an manchen Stellen. Und das war es an sich schon. Jetzt kommt sie in die Garage. Dann kommt die Batterie raus. Das mache ich auch meistens, wenn sie lange steht. Die kommt dann ins Warme, wird dann an ein Ladegerät angeschlossen. Und das war es auch schon. Dann kann sie im Frühjahr wieder rausgeholt werden. Sollte dann relativ sauber sein. Vielleicht mal einmal rüberwaschen, Staub abwaschen. Wenn ihr das Ganze anders macht oder vielleicht ein paar tolle Tipps noch habt, wie man es besser machen kann, dann schreibt es unten in die Kommentare rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Auch Kanal abonnieren würde mich sehr freuen. Ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Wenn ihr fahrt, fahrt vorsichtig. Bis dann und ciao.